Es ist mir nie gleichgültig, vor uns stehen zu dürfen, um mitteilen zu dürfen, davon, was Gott bewegt in meinem Herzen. Ich weiß aber, dass Gott immer durch sein Wort schaust. Das heißt, ich habe heute die Erwartung, dass etwas Neues geschaffen werden soll, tief in unserem Herzen. Und ich bete für eine wunderbare Einheit zwischen mir und der Übersetzerin, dass das Wort kein Verlust leidet und dass Gott durch das Wort etwas baut. Vater, wir empfangen Gnade für die Stunde und wir sprechen Leben raus in diesem Raum. Heiliger Geist, wir danken dir im Namen Jesus. Amen. Wir haben seit Januar angefangen, uns mit 1. Mose Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 zu beschäftigen. Und wir haben folgendes verschiedene Dinge festgelegt oder wir haben Dinge entdeckt in der Bibel. Ich freue mich immer noch, wenn ich an die Alpha Omega denke. Heute kam zu mir Alpha in Omega. Das heißt, er ist Anfang im Ende. Verstehst du mich? Bei Gott gibt es keine Zeit und keinen Raum. Er ist am Ende deines Anfangs. Er ist am Anfang deines Endes. Er ist überall. Und Gott in seiner Weisheit hat sich entschieden, eine Familie zu gründen auf der Erde. So schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Gott hat angefangen, Dinge ins Leben zu sprechen. Wir haben gesehen, dass erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, das Licht, das wir da gehabt haben, war nicht das Licht der Sonne. Aber festgelegt, die Sonne wurde am 4. Tag geschaffen. So, es gibt ein Licht. Es gibt eine Atmosphäre, in der wir leben können, die nicht von dieser Welt gesteuert wird. So, dann sind wir dazu gekommen in Kapitel 2, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Aufgrund des Zeites wollen wir einfach die Bibelstelle sagen und du sollst bitte zu Hause lesen. 1. Mose Kapitel 2 und 1. Mose Kapitel 3. Die Bibel sagt, dass damals am Kapitel 2 fängt es an, dass Gott hat sich ausgeruht von seiner Arbeit. Und nun fängt Gott an, uns zu sagen, die Generation der Himmel und der Erde. In dem Tag, als Gott sie geschaffen hat und sie gemacht hat. Erkennst du das noch? So, Gott nahm aus der Erde und machte den Menschen aus der Erde. Und Gott hat in den Menschen hinein seinen Atem hineingeblasen. Und das, was Gott aus der Erde gemacht hat, ist eine lebendige Seele geworden. Und sein Name heißt Adam. So, Gott schuf Adam und sofort danach hat Gott einen Garten gepflanzt in Eden. Steht das bei dir auch in der Bibel? Gott schuf Adam und Gott pflanzte einen Garten. Ich habe so ein Bild, dass es eine große Fläche gibt und Gott suchte sich aber einen Ort und hat da Garten gepflanzt. War so solcher Eindruck. Und hat Bäume gepflanzt, schon für Zuschauen und vielerlei Bäume mit Früchten, wovon man essen kann. Und in Mitte des Gartens hat Gott Baum des Lebens gepflanzt und auch ein anderes Baum vom Gutes, des Erkenntnis von Gutes und Böses. Und Gott hat den Menschen, Adam, den er geschaffen hat, und hat ihn im Garten hineingesetzt. Steht bei dir auch in der Bibel. Und Gott sagte ihm, er soll Garten bebauen und bewachen. Und die Geschichte erzählt uns, Gott hat ihm auch gesagt,
von den Bäumen, von den Früchten darf er essen. Aber von dem Baum des Erkenntnis des Böses und Gutes darf er nicht essen. Und in Kapitel 3, da kam der Schlange, redete mit Eva und hat Eva verführt, laut Paulus Briefe. Und Eva durch diese Verführung hat von dem Baum gegessen, wovon sie nicht essen durfte. Sie war auch da, war dagegen. Und nachdem sie gegessen haben, wurden ihre Augen geöffnet und sie haben erkannt, dass sie nackt waren. Und es geschah, dass Gott zurückkam im Garten, bestimmt mit denen Spaziergang zu haben oder sie zu besuchen. Und als Adam und Eva gehört oder bemerkt hat, dass Gott im Garten kam, verstehst du mich? Die Bibel sagt, Gott kam im Garten. Und sie merken, dass Gott kam. Das heißt, Gott ist gelaufen, vielleicht da waren trockene Blätter. Und man hört tsch, tsch, tsch. Oder er kommt und pfeift. Irgendwie haben sie mitbekommen, Gott kommt. Das zeigt uns, es gab eine reale, praktische, lebendige Beziehung zwischen Adam, Eva und Gott. Klingt bei dir auch so. Dann haben sie sich versteckt. Und Gott rief, Adam, wo bist du? Und er sagte, ich habe deine Stimme gehört. Und wir haben uns versteckt, weil wir nackt sind. Und Gott fragt, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Habt ihr von dem Baum gegessen? So, danach wurde sie aus dem Garten rausgeschmissen. Sie war noch da. Und Adam ist aus dem Garten rausgegangen und fing an zu leiden. So. Das heißt, dieser Garten befand sich in einem Ort. Klingt bei dir auch so. Dann müssen wir uns auch fragen, wo ist nun der Garten? Ich würde gerne mal da liegen und nicht in der Sonne liegen. Wo ist dieser Garten Eden? So, dieser Garten war ein bestimmter Ort auf der Erde. Und dieser Garten wurde für den Menschen gemacht worden, extra. Und Gott hat den Menschen in den Garten hinein eingesetzt. Und Gott hat den Menschen mit Verantwortung anvertraut, damit in dem Garten weiterhin Leben besteht. Sie waren noch da. Und das Letzte, der Mensch hat Gesetz zu gehorchen. So, weil wir werden diesen Garten zurückbringen zu unserer Realität heute. Und wir werden uns fragen, was hat Gott versucht zu tun? Oh, Jesus. Weil alles außerhalb dem Garten sah nicht gut aus für den Menschen, um zu erleben, was er erleben soll. Es war Gottes Plan, meiner Meinung nach, dass der Mensch sich im Garten verbreitet, vermehrt. Und so wie der Mensch sich im Garten vermehrt, so wird der Garten sich erweitern. So wird der Garten sich erweitern. So der Mensch lebt im Garten, aber bleibt weiter und vermehrt sich im Garten. Und so erweitert sich der Garten, bis der Garten die ganze Erde füllt. Aber weil der Mensch nicht gelernt hat, Gesetze zu folgen, wurde er vom Garten rausgeschmissen. Bitte merke es. Ich weiß, wenn wir von Gesetze hören, denken wir an Gesetze Mose. Das ist kein Gesetze Mose. Lass mich etwas hier sagen, bevor ich weitergehe. Es gab das Leben mit Gott vor Mose und es gibt das Leben mit Gott ab Mose und es gibt das Leben mit Gott
von Jesus. Hat man das verstanden? Der Gesetz fängt mit Mose an auf dem Berg Sinai. Und alles, was bis dorthin geschehen ist, war nicht unter dem Gesetz. Auch wenn einige Dinge von dorthin rein in das Gesetz genommen sind, nachdem das Gesetz abgeschafft worden sind, diese Dinge, die von Mose stattgefunden sind oder hat, gelten immer noch für uns heute. Oh, wie du mich guckst, du verstehst nicht. Es ist immer noch Gottes Absicht, dass wir in einem Garten leben. Er hat diesen Plan nicht geändert. Weil als er Adam und Eva vom Garten rausgeschmissen hat, hat er eine Wache dargestellt, Engel mit flammendem Schwert. So keiner kann hineinspazieren gehen. Und ich habe auch schon mal gesagt, wenn es so ist, wie wir das bildlich betrachten, der große Engel mit Flügeln, mit flammendem Schwert, man kann doch diese große Panzer von Deutschland rüberfahren und boom, die Tür wegjagen. Aber wo ist der Garten? Okay. Warum der Garten? Weil Gott es will, dass die Menschen im Garten leben. So, jetzt will ich etwas machen. Bitte vergesse diesen Garten noch nicht, weil ich will über etwas reden im Neuen Testament. Wir haben den Garten gesehen. Es war ein Ort des Lebens, ein Ort der praktischen Gemeinschaft mit Gott, ein Ort des Sieges. Und sobald sie vom Garten rausgegangen sind, haben sie angefangen, Leiden und Unglück zu erleben. So, jetzt wollen wir zum Neuen Testament kommen. Und dann werde ich etwas vom Neuen Testament reden, dann werden wir die beiden verbinden, dann wirst du verstehen, alles, was ich jetzt erzähle. Weil manche Leute gucken mich auch so, was redet dieser Mann jetzt hier? Was Gotten? Ich heiße, ich mag keinen Gotten. Ich werde dich ein bisschen verwirren. Ich verspreche es dir, ich mache alles wieder klar. Gott hilft mir. Matthäus Evangelium. Das wollen wir öffnen. Matthäus Evangelium, Kapitel 3. Ihr wisst, während der Zeit des Fastens dürfen wir mit viel Zeit zum Gottesdienst kommen. Okay? Matthäus Evangelium, Kapitel 3, Vers 1 und 2. Hier redet die Bibel von Johannes, der Täufer. In jenem Tage aber erschien Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So Johannes geht und predigt. Bange, bange, tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Was heißt nahe gekommen? Bitte? Bald da. Es ist kurz da. Das heißt, er kündigt an, dass der Reich des Himmels wird erscheinen. So, Jesus selber, gleiche Matthäus Evangelium, Kapitel 4, Vers 17. Weil, wenn zwei Leute dasselbe predigen, dann müssen wir uns fragen, was ist mit diesem Ding, wovon diese zwei Leute predigen. Matthäus 4, 17. Lass uns hören, was Jesus auch gepredigt hat. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Sehen wir, Jesus predigt das, was Johannes gepredigt hat. Okay, vielleicht lass uns gucken, was die Jünger gepredigt haben. Weil irgendwann nach der Ausbildung
hat Jesus seine Jungs rausgeschickt zu predigen. Das sehen wir in Kapitel 10, Vers 7, Matthäus Evangelium. Kapitel 10, Vers 7, Matthäus Evangelium. Jesus sagt, geh aber hin, verkündigt und spreche, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So, wir müssen mal, komm. Da irgendwas ist mit dem Reich, ja. Oder Max? Weil man konnte über Heilung predigen. Man konnte über die Kraft des Stabes Mose predigen. Man konnte über das Bad, was ist das Bad? Über den Bad Aaron predigen. Man konnte über den Wolke auf dem Berg Sinai predigen. Aber nein, Johannes, Reich Gottes ist nahe. Jesus, Reich Gottes, Reich Himmel ist nah. Die Jünger, Reich Himmel ist nah. Und nun kommt etwas. In Kapitel 24, Matthäus Evangelium, nachdem Jesus vor den Toten auferstanden ist, und Vers 14, Matthäus Evangelium, Kapitel 24, Vers 14. Jesus hat etwas gesagt. Und das ist, was Gott neu zurückbringen will in seinem Leib. Es steht, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Nicht das Evangelium wird verkündigt werden. Dieses Evangelium vom Reich. Merken wir den Unterschied? Weil Evangelium heißt gute Nachrichten. Das ist gute Nachrichten. Zum Beispiel heute werden gegen Abend, gegen 22 Uhr oder 21 Uhr, werden RB-Fans einander anrufen und einander Evangelium verkündigen, wie sie Bayern geschlagen haben. Das ist auch Evangelium. Wenn ein Mann, wenn eine Frau ein Kind bekommt und der Papa nimmt Telefon und ruft Schwiegermama oder Schwiegervater und erzählt, das Kind ist da und wiegt so lange, so Umfang, das ist auch Evangelium. Evangelium heißt gute Nachrichten. Jungs, kommt zu mir heute Abend. Es gibt viel Bier. Das ist auch gute Nachrichten. Für manche Leute, verstehst du mich, Jörg? Aber es gibt ein bestimmtes Evangelium, das gepredigt muss. Und Evangelium des Reiches. Was heißt es? Es geht um das Reich. Und wenn man von dem Reich spricht, es gibt einen König, der im Reich, weil es gibt kein Reich ohne einen König. Es heißt Königreich. Okay, bevor ich dazu gehe, über das Königreich zu reden, lass uns sehen. Einmal kamen die Jünger zu Jesus und sagten, Jesus, lehre uns beten. Lehre uns beten. Und Jesus in Kapitel 11, Lukas Evangelium, hat den Folgenden gesagt über das Gebet. Lukas Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 1. Ich denke bis 2, aber wir wollen von Vers 1 lesen. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Vers 2. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Ich liebe es, ich muss das immer kommunizieren. Wenn man betet, man spricht, nicht so denkt. Okay? Wenn ihr betet, so sprecht, nicht so denkt. So Gebet hat mit stimmhaftiger Rede zu tun. Ist das gutes Deutsch? Mit einem stimmhaftiges Reden zu tun. Nicht? Nee. Wenn ihr betet, so sprecht. Das ist für andere Tage. Unser Vater, der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name. So, wir wissen, zu wem wir beten. Zu unserem Papa. Das heißt, nur Kinder Gottes dürfen beten. Verstehst du mich? Unser Vater. Ich kann deinen Vater nicht unser Vater nennen. Und du kannst meinen Vater nicht unser Vater nennen. Aber wenn mein Papa dich jetzt adoptiert wurde, dann kannst du sagen, unser Vater. So, nur Christen dürfen unser Vater sagen. So, wir beten zu Gott. Unser Vater, du der im Himmel bist. Man muss das betonen. Nicht der in Bayern ist. Nicht der im Bundestag ist. Weil manche nennen sich Väter. Es gibt nur einen Vater, der im Himmel ist. Und man lobt ihn, verherrlicht werde dein Name. Man erkennt seine Größe. Aber wo ich komme ist, dann kommt eine Anliege. Und das allererste Anliege in diesem Gebet ist, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erde, so wie es im Himmel ist. So, Gott lässt uns bitten. Das alles erste Bitten, was wir für das Wichtigste nehmen sollen, soll es sein, dass wir dafür beten, dass das Reich Gott kommt. Sind wir noch da? Wann war dein letztes Mal, wofür dafür gebetet hat? Gott, lass dein Reich kommen. Weil manchmal wir verstehen nicht. Okay, wenn wir über das Reich sprechen, das heißt, es ist ein Gebiet, in dem der König regiert als Gesetzgeber und Richter. Ein Königreich ist ein Gebiet, in dem ein König regiert als Gesetzgeber und Richter. Das Königreich ist nicht eine Demokratie. Ich weiß, viele werden das nicht verstehen heutzutage. Im Reich Gottes, Gott ist der König, er ist der Gesetzgeber und er ist der Richter. Die Bibel sagt, wo das Wort eines Königs ist, da ist Macht. Und keiner kann zu ihm sagen, was tust du? So Gott als König will der König deines Lebens sein. Weißt du, wir kennen Jesus als Erlöser. Und das ist gut. Wir kennen ihn als unser Heiler. Das ist wunderbar. Wir haben ihn aber noch nicht erkannt als unser König. Wir haben noch nicht erkannt, dass Jesus allein das Sagen hat, was uns angeht. Das ist genau das, was Gott mit Adam probiert hatte. Oder anders gesagt, was bei Gott eingeführt hat bei Adam. Adam, das ist der Garten. Du kannst alles essen, aber von dem Baum darfst du nicht essen. Ich entscheide, was gut ist, und ich entscheide, was Böses ist. Oh, eines Tages reden wir über diesen Baum. Weil der Baum es gibt Geheimnisse über diesen Baum. So, das Reich Gottes ist ein Ort. Nun, ich will aber etwas machen. Wenn du die Evangelien liest, in Matthäus Evangelium wurde viel über das Reich der Himmel gesprochen. Wenn du Johannes liest, wurde viel gesprochen über das Reich Gottes. Haben wir sowas mal bemerkt. Und wir glauben, dass es ist synonym füreinander, dass das Gleiches bedeutet. So glauben wir, dass wenn man sagt, das Reich Gottes, oder wenn man sagt, das Reich der Himmel, es bedeutet Gleiches. Aber ich will irgendwas rausbringen. Das Reich Gottes, das Wort, bezieht sich auf eine Person, oder? Das Reich Gottes. Das Reich der Himmel, bezieht sich auf einem Ort. Klingt das bei dir auch so? Weil für uns, die Himmel ist ein Ort.
Und dieses Reich gehört der Himmel. Es stimmt, in vielen Evangelien, wo Matthäus Reich der Himmel benutzt hat, für die gleiche Geschichte hat vielleicht Lukas Reich Gottes benutzt. Das stimmt, aber ich will uns eine tiefere Auslegung geben der Stunde. Eine tiefere Auslegung für das Thema, womit wir uns beschäftigen. Das Reich Gottes, jeder, der zu Gott gehört, gehört zum Reich Gottes. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, ist ein Kind Gottes. Und dein Name ist aufgeschrieben worden im Reich Gottes. Das ist 100%ig unbestritten wahr, egal wie das heißt. Darüber wird nicht argumentiert. Du glaubst an Jesus, du hast Jesus in deinem Herzen, hast den Heiligen Geist in deinem Herzen, du gehörst zum Reich Gottes. Nun, aber Reich des Himmels ist ein Ort. Es ist der Garten im Neuen Testament, wo nicht jeder reintreten kann. Okay, bevor ich zu Johannes gehe, lass uns 2 Beispiele nehmen, okay? 2 Beispiele. Lass uns 2. Mose Kapitel 9 nehmen. Ich denke Vers 24. 2. Mose Kapitel 9. Diese Geschichte war in Ägypten, als Mose gekommen ist und hat Pharao gesagt, das Volk soll ziehen lassen. Und Pharao wollte Israel nicht gehen lassen. Und Gott fing an, Ägypten zu schlagen mit Plagen. Kennt jemand die Geschichte? So, hier ist eine Plage, Kapitel 9, 2. Mose, Vers 24 bis 26. Hier steht, es war aber zugleich Hagel und ein unaufhörliches Blitzen mitten in den Hagel hinein so stark, dass etwa derartiges im ganzen Land Ägypten niemals vorgekommen war, seitdem es bevölkert ist. Und der Hagel erschlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, von Menschen bis zum Vieh. Auch zerschlug der Hagel alles Gewächs auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Land. Stopp mal. So, es kam eine Strafe Gottes über Ägypten. Und es kam Hagel mit Blitzen drinnen. Und die Bibel sagt, alles, was draußen war. Wer hat schon mal Hagel erlebt, wenn es hagelt? Ja, wenn du im Auto sitzt, du hast manchmal Angst, wenn es so groß ist. So, die Bibel sagt, alles, was draußen war, von Menschen oder Vieh, wurde erschlagen von dem Hagel. Was hat erschlagen zu sein? Getötet. So, alles, was draußen war, auf dem Feld, auf dem Fußballfeld, auf dem Spielplatz, auf dem Acker, auf der Straße, die nicht sich unter einem Dach befindet, wurde geschlagen und getötet vor Hagel in Ägypten. Nun, Vers 26. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israel waren, hagelt es nicht. Verstehst du mich? Es kommt Hagel über Leipzig. Aber Gott sagt, nur in Lindenau, wo die Living Water Gemeinde Gottesdienst feiert, hagelt es nicht. Gosen ist ein Typ, Beispiel von Eden in Ägypten. Sind wir noch da? Gosen ist ein Beispiel von Eden. Das heißt, wenn du dich in diesem Eden, Gosen, befindest, du bist geschützt. Du hast ein anderes Himmel offen über dir. Rede ich Deutsch? Andere Beispiel. USA, ich denke, ist die stärkste Macht der Welt im Moment. Obwohl China versucht zu sagen, sie ist so stark, aber
Aber lass uns USA nehmen. Sie haben sich oft erwiesen, stark zu sein. So, nehmen wir ein Land, Nigeria, ein wunderbares Land. Die Hauptstadt von Afrika. Nigeria, das beste Land der Welt. So, USA hat Botschaft in Nigeria. Sind da? Und diese Botschaft in Nigeria ist ein großes Gelände, umzäumt mit viel Sicherheit. Du kannst einfach nicht reinspazieren. Und wenn ich ein Amerikaner bin, eingebürgerter Amerikaner oder eingeborener Amerikaner, einer von den beiden, und ich befinde mich in Nigeria und ich habe US-Ausweis, ich bin Bürger USA. Und überall, wo ich gehe in Nigeria, ich habe diese Sicherheit, ich gehöre zu USA. Aber es kann passieren, dass ein paar Jungs gar nicht wissen, dass ich Amerikaner bin. Und sie behandeln mich, wie sie Nigerianer behandeln. Verstehst du mich? Ja, ich werde anrufen an Botschaft, dann kommt Hilfe. Aber sie haben schon mein Portemonnaie geklaut. Aber wenn ich in US-Botschaft mich befinde, da kann nichts passieren. So, als Bürger USA, der in Nigeria läuft, bin ich Reich Gottes. Ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu USA. Aber da kann nur Dinge passieren. Da kann ein paar Hooligans mich überfallen. Und wenn es Stromausfall gibt, kann ich auch Stromausfall erleben. In Botschaft gibt nicht Stromausfall. Wissen wir das, Nigerianer? In den Botschaften von Deutschland, USA, es gibt nicht Stromausfall. Auch wenn die Gebäude auf der anderen Straße der Botschaft keinen Strom hat. Botschaft hat immer Strom. Warum? Weil Nigeria muss USA das alles geben, was sie brauchen, um arbeiten zu können. Ich weiß, Stromausfall ist für uns kein Thema in Deutschland. Ich komme aus Nigeria. Manchmal geht man 2 Monate ohne Strom. Okay? Aber Botschaft hat immer Strom. So, weil ich nicht in Botschaft wohne, Botschaftgelände, weil ich draußen wohne, werde ich das leiden, was andere Nigerianer leiden. Sind wir noch da? Aber wenn ich volles amerikanisches Privileg genießen will, dann werde ich im Botschaftsgelände wohnen. Christi, verstehst du mich? So egal, was da draußen passiert auf der Straße, es kann bei mir nicht passieren. Lass uns mal lachen. Lass uns mal lachen. Oder? Hör mal zu. Ich sage das nicht, um Nigeria zu blamieren, okay? Ich bin noch Nigerianer. Es gibt ein komisches Gesetz damals, es heißt Wandern. Ein Onkel von mir wurde mal verhaftet am Abend. Er kommt von Arbeit am Abend gegen 19 oder 20 Uhr. Und da kamen Polizisten und haben alle, die da standen, an der Haltestelle verhaftet. Sie versuchte draußen zu dieser Zeit. Und wurde für Wandern, Wandern. Ihr versteht das nicht. Und die mussten Polizei gehen und man muss sie mit Geld rausnehmen. So, wenn ein Schwarzamerikaner sich auch in der Stelle befindet, und es gibt keinen Unterschied zwischen Nigerianer und Schwarzamerikaner, man packt alles zusammen, bis Botschaft kommt und angreift. Es gibt ein System, das Gott uns vorstellt. Und das System ist, du kannst im Himmel leben, während du auf der Erde lebst. Du kannst im Himmel leben, das Reich kommen. Du kannst in das Reich Himmel leben, wo du das erfährst, wie es im Himmel passiert. Dein Reich komme, deine Wille geschehe auf Erde wie im Himmel. Wann soll dieses Gebet erhört werden? Wann? Wenn wir im Himmel sind? Dieses Gebet ist für jetzt, oder Anne? Es ist für jetzt.
Nun, es gibt eine Verwährung heutzutage, wo manche sagen, das heißt, die Welt wird extrem perfekt sein, bevor Gott kommt. Nein. Der Himmel hat mit dir zu tun, nicht mit anderen Leuten. Du kannst den Himmel über deine Familie. Oh, ich habe meine Vision. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe. Gott hat mir eine Vision gezeigt. Und es war in Leipzig. Und es gab Finsternis überall in Leipzig. Finsternis überall. Und ich und meine Familie, und wir stehen unter einer Lampe über uns. So, wo wir stehen, über uns gab es Licht. Aber außerhalb gab es Finsternis. So, wenn wir uns bewegen, das Licht bewegt sich mit uns. Hast du verstanden? So, wir bewegen und das Licht bewegt sich mit uns. Das ist ein Bild, was Himmel machen will. Dass der Himmel offen bleibt über dir. Du bist in einem Ort, wo du unantastbar bist. Du bist in einem Ort und du lebst mit der Wirtschaft des Himmels. So wie der Botschafter in Nigeria, der amerikanische Botschafter in Nigeria. Er wird mit Dollar bezahlt von USA. USA entscheidet, wie er leben soll, nicht die nigerianische Regierung. Wissen wir das? So, wenn du im Reich des Himmels lebst, dann lebst du unter der Wirtschaft des Himmels. Da hast du ein Gesetz des Himmels, dem du folgst. Darum steht es, irgendwo in der Bibel, das trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und alles andere, was du suchst, wird dir hinzugefügt werden. So, wenn du unter dem Himmel lebst, Garten Eden, wenn du dich im Garten Eden befindest, ja, du hast Verantwortungen, glaub mir. Aber ich sage dir, du hast Gott lebendig. So, Gott sagt, ich will den Himmel öffnen, die Himmel öffnen über euch. Trachtet danach. Lass uns noch ein Beispiel nehmen, dann feiern wir Abendmahl. In Kapitel 3, Johannes Evangelium, Vers 3. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 3. Ich will erstmal Fragen stellen. Versteht jemand mich langsam, woran es geht? Ja? Versteht jemand mich langsam? Are you understanding what we're doing? So, nicht mehr verwirrt. Johannes Evangelium 3,3. Ein Mensch kam zu Jesus. Was muss ich machen? Lass uns Vers 2 lesen. Lass uns sehen, wie die Frage ist. Vers 2. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. So, dieser Mann kam zu Jesus. Und Jesus will etwas sagen. Egal wie sehr du mich lobst, egal welche Meinung die du über mich hast, Vers 3. Es sei denn, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Jesus, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. So die Qualifikation für Reich Gottes zu sehen, ist neu geboren zu werden. Sind wir noch da? So der Mann fragt, wie kann das nun geschehen? Wird ein alter Mann wieder in Mamas Bauch gehen, um geboren zu werden? Und Vers 5, kannst du mir Vers 5 geben? Und er sagt wieder, wahrlich, wahrlich, sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. So, wir haben zwei Dinge über das Reich, Jörg. Vers 3, man kann das sehen. Vers 5, man kann reingehen. Und Mann, nicht im Himmel, auf der Erde. Im Himmel, auf der Erde. Und dieser Reich Gottes hat Willen. Verstehst du mich? Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erde.
Und was sind die Willen Gottes? Gottes Wille ist es, dass es uns gut geht. Stimmt das? Das ist Gottes Wille. Das heißt, es besteht für mich und für dich die Möglichkeit, dass wir Wohlergehen Gottes erleben auf dieser Erde. Aber das geschieht nicht, weil wir zu einer Gemeinde gehören, was gut ist. Das geschieht nicht, weil wir so viel Geld in die Gemeinde geben. Halleluja. Das geschieht aber, weil wir unter dem Himmel uns befinden. So, das heißt, wenn es etwas gibt, was wir brauchen, es ist es, uns zu fragen, wie kann ich nun in das Reich hineintreten? So, das Reich zu sehen, was habe ich geschrieben? Der Geist Gottes kommt auf uns und lässt uns Gott spüren und schenkt uns seine Hoffnung. Wenn du Christ wirst und du hast mit reinem Herzen deine Sünde bekannt und Jesus aufgenommen, dir ist sofort deine Sünde vergeben worden und du spürst diesen Frieden Gottes in dir und die Hoffnung Gottes. Manche Leute haben Tränen in den Augen. Manche Leute, sie freuen sich. Du fängst an, anders zu denken. Es interessiert dich plötzlich, zum Gottesdienst zu gehen, die Bibel zu lesen. Was heißt das? Du fängst an, eine neue Perspektive für dein Leben zu haben, die vom Himmel gesteuert ist. Aber höre nicht da auf. Wenn du nun anfängst, mit Bewusstsein zu tun, was der Himmel von dir verlangt, wenn du nun anfängst, zu lernen, zu gehorchen, was das Wort Gottes sagt, dann fängst du an, langsam hineinzutreten. Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Mein Gebet ist es, dass wir diesen Hunger haben, das Reich Gottes erleben zu wollen. Coronavirus, heißt Coronavirus. Coronavirus. Da kann nicht in das Reich Gottes kommen. Kann nicht. So, wenn du davon geschützt sein willst, renne in das Reich Gottes. John G. Lake in Südafrika, ein großer Evangelist. Es gab einen Ausbruch von Seuche damals in Südafrika. Und alle, die in Berührung kommen mit Leuten, die krank waren, wurden krank. Und John G. Lake ging in dem Labor, wo man diese Bakterien oder Viren, egal wie diese heißen, in diese Laborteller, wie heißt das Ding? Laborteller, das ist ein neues Wort. In dem Laborteller. Und er guckt mit Mikroskop und guckt das Ding. Und er sagte denen, wenn ich meine Finger reinstecke, dieses Ding wird sterben. Sie sagt, nein, du darfst nicht. Und John G. Lake nahm seinen Finger und steckte in diese Laborteller. Und man guckt, alle Bakterien sind gestorben. Gestorben. Darum heißt es, du wirst tödliches trinken. Und er wird dich nicht schaden. Warum? Du bist im Reich des Himmels. Die Atmosphäre des Reiches hat dieses Gift getötet. So, es gibt ein anderes. Es gibt mehr als singen, tanzen, Predigt hören, nach Hause gehen. Es gibt mehr im Reich Gottes, Silvia. Der Erde. So, der Garten Eden ist noch da. Ist noch da. Aber du musst reingehen. Wie denn? Oh, es ist nicht einfach, dass deine Flamme des Schwerts ist da. Es ist nicht einfach. Nummer 1. Du musst es wollen. Du musst sagen, ich will es. Ich will es. Ich will unter dem Einfluss des Himmels leben. Ich bin bereit, nicht mehr zu leben, wie es mir gefällt, sondern wie es Gott gefällt. Weil im Reich Gottes, du hast nicht mehr zu entscheiden, was gut ist und was nicht gut ist. Wenn wir draußen stehen, ab und zu mal greift Gott an und hilft uns. Und das ist gut.
Aber warum sollen wir nicht dauerhaft im Reich Gottes leben, um Himmel rumtragen, wo auch immer wir uns befinden? Lukas 16, 16. Lukas Kapitel 16, Vers 16. Wenn das ja nicht in der Bibelstunde, ich hätte gesagt, da haben die Charismatiker geschrieben. Aber es steht in der Bibel. Und ich will fragen, ob das auch bei dir in der Bibel steht. Nicht, dass ein Charismatiker das Ding hier manipuliert hat. Oder ein Finstler. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Du kannst nicht reinspazieren. Warum? Das Reich Gottes ist nicht für mehr Leute. Nicht für Kaffee, Kuchen, Christen. Verstehst du mich? Draußen. Himmel wird angreifen. Wenn ich jetzt nach Nigeria gehe, als ein eingeborener Deutscher mit rotem Pass, wenn irgendwas passiert, ich rufe die Botschaft an und sie müssen mir helfen. Wissen Sie das? Sie müssen mir helfen. Ich bin eingeborener. Ich meine, egal wie man das nennt. Ich habe einen deutschen Pass. Aber ich werde schon ein paar Ohrfeigen bekommen, bevor sie kommen. Aber wenn ich in deutscher Botschaft stehe, dann erlebe ich in Deutschland, was ja geschieht. Ich habe euch gesagt, in der deutschen Botschaft in Nigeria haben wir die gleiche Steckdose wie in Deutschland. Nigeria hat eine andere Steckdose. Genau wie in Deutschland, die Steckdose, alles. Und wenn du jetzt nach Berlin gehst, in der nigerianischen Botschaft in Berlin, ich war schon da, du weißt sofort, jetzt, ich bin in Nigeria. Yes. Die Sauberkeit, die Ordnung, du weißt, jetzt bin ich in Nigeria. Es ist so. So, Reich Gottes. So, aber wie kann ich gehen? Nummer 1, habe Hunger danach. Es ist möglich. Gut. It's possible. Then Gebet. Weil man betet, tratet zuerst nach dem Reich Gottes. Betet, dein Reich komme. Du betest. Du betest. Du betest. Du betest. Du betest. Lara, du betest. Nicht, himmlischer Vater, lass dein Reich kommen. Damit ich, mein Auto kaufe. Vielleicht eine wunderbare junge Dame kennenlernen und heiraten. Gute Familie, du weißt Gott. Du weißt, man wird nicht immer jung, du weißt Gott. Dein Reich komme. Amen. Nein. Die Bibel sagt, jeder Mann, der reingehen will, drängt sich mit Gewalt. Drängt sich mit Gewalt. Sobald du dich entschieden hast, in das Reich Gottes zu gehen, wird es viele Dinge geben, die gegen dich stehen wollen. Du drängst dich mit Gewalt. Ein Mensch, der kein Fastensleben hat, der kein Gebetsleben hat, der kein Wortleben hat, kann das Reich nie erleben. So frag dich jetzt, wann hast du zum letzten Mal deine Bibel gelesen? Letzter Sonntag, oh. Okay, wann hast du zum letzten Mal eine Stunde gebetet? Okay, wann war das letzte Mal, wo du gefastet hast? Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht billig, glaub mir. Du gehst zu Gott, du gehst im Himmel. Du gehst im Himmel mit Jesus in deinem Herzen. Aber das hier, wovon wir reden, es ist nicht billig. Aber Bruder Pascal, Jesus hat doch alle Preise bezahlt. Ich weiß. Darum gehen wir mit ihm. Hat er nicht gesagt, dass wir unser Kreuz tragen müssen? So, es ist Zeit für uns, zu erkennen und Hunger zu haben, das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Unter dem Einfluss des Reiches zu leben. Wo Gott der König ist, nicht mehr mein Wille. Darum geht es. Wo Gott der König ist, nicht mehr mein Appetit oder Lust.
wo ich anfange, Gott praktisch zu erleben. Liebe, Gott ist nicht billig. Gott ist nicht billig. Gott ist nicht billig. Aber man kann das Reich erleben. Und das ist eine Aufruf für uns als eine Gemeinde. Darum, auch wenn wir mit Fasten fertig sind nächste Woche, wir werden immer Zeiten zu Fasten finden. Weil wir wollen das Reich Gottes haben. Wir wollen, dass hier als das Reich Gottes erklärt wird und Leute kommen hier und sie begegnen Gott. Wir wollen das. Deine Wohnung, wo du bist, dass das Reich Gottes sich da offenbart. Und wenn Gäste kommen, sie sagen, was ist denn los hier? Ich habe ein kleines Stückchen Reich Gottes erlebt. Weißt du, Gott erlaubt uns manchmal Dinge zu erleben. Als ich meinen Ford Focus verkaufen wollte, dieser Ford Focus hat fast keinen Wert. Verstehst du? Wer kennt das Auto? Überall geschlagen, überall Kratze, überall. Und der junge Mann, der das kaufen wollte, hat Probefahrt gemacht. Und ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Das fehlt, das hier. Aber ich habe gebetet, Gott, ich brauche Geld. Und die sind damit gefahren, die sind weggegangen. Und nach 3 Tagen hat er mich angerufen. Und er sagte, er hat zwar ein anderes Auto probiert, die besser war als unser Auto. Aber irgendwas war es mit seinem Auto, als er da drinnen saß. Es gab irgendwas über dieses Auto. Und er und seine Frau, sie haben darüber geredet. So, sie haben das Gefühl, sie sollen das Auto kaufen. Sofort Kaufvertrag, sofort, das Schreiben, Geld nehmen, abgehauen. Irgendwas war in dem Auto dann ja. Gott weiß, ich brauche Geld. So, er hat ein kleines Stückchen Himmel in das Auto hineingelassen. So, sie fahren Auto, aber trotzdem, den nehmen wir. So, ich habe nicht gelogen, ich habe die Wahrheit über das Auto gesagt. Und sie haben das trotzdem gekauft. Ist das nicht wunderbar? So, wenn du unter dem Einfluss des Himmels lebst, die Gesetze werden in Urlaub geschickt werden wegen dir. Aber es ist nicht billig. Es ist nicht billig. Max, es ist nicht billig. Es ist nicht billig. Du kannst Fasten und Gebet nicht wegnehmen. Glaub mir. Das ist old school. Ja, wir bleiben old school. Es ist old school. Wir bleiben old school. John Knox, tut mir leid. John Knox in Schottland. Wenn er rauskommt vom Gebet und er geht bei Haltestelle vorbei, Leute gehen auf das Knie und zum Buße. Er hat mit niemandem gesprochen. Er geht nur vorbei. Aber weil er das Reich Gottes trägt, sie haben ein Stückchen davon gespürt. Was war mit Petrus Schatten? Was war mit Petrus Schatten? Diese Männer haben das Reich Gottes gehabt, überall, wo sie gegangen sind. Und Gott sagt, ich will das wiederholen. Aber ich suche Männer, die bereit sind, mit Gewalt reinzudrängen. Was heißt das? Fasten ist nicht einfach. Oder Silvia? Du fastest und du hast Kopfschmerzen. Und du betest Gott. Und ich hatte meinen Kopf so fest. Als ob dein Kopf will platzen. Ich sage, nein, ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Oh Gott, oh Gott. Gott, suche mich heim. Gott, suche mich heim. Gott, zerstöre in meinem Leben, was nicht von dir ist. Manakato Indraba, Mamanagayigigibababa. So. Es ist nicht billig. Aber es ist möglich. So wollen wir gemeinsam das Reich Gottes suchen. Wollen wir. Dinge werden einfach laufen. Lass mich stoppen. Hat jemand irgendwas verstanden heute, Lara? Hast du verstanden was? Wenn du verstanden hast, das reicht mir. Nee. Wie? Und auch für dich auch. Ich hoffe, es ist gut rübergekommen. Gott will das wiederherstellen, wie es am Anfang war. Wir sollen zurück zum Hardware gehen, nicht Software. Software bringt uns nirgendwo. Hardware ist der echte. Wir gehen suchen den Weg, den die Ältesten genommen haben,
Wir wollen den Weg gehen, um zu erleben, was sie erlebt haben. Wir können Veränderungen bringen in unserer Nation. Wir können und wir werden es. Aber dafür müssen wir uns aufmachen. Verstehst du mich? Und Zeit verbringen mit Gott im Gebet und Fasten und mit einer neuen Einstellung des Reiches Gottes. Danke, dass wir zusammen Zeit verbringen dürfen. Und bitte vergesst nicht, für uns zu beten. Wir brauchen auch eure Gebete. Und ich bete, dass Gott, der uns zusammengebracht hat, wird das vollenden in unserem Leben. Im Namen Jesus. Amen. Shalom.